Der neue Roman Stern 111 hat im Grunde zwei große Geschichten. Das ist zum einen die Karl-Geschichte, die hier spielt in Berlin, und zum anderen die Elterngeschichte, die hier spielt im Westen. Die Eltern wandern aus, sie verlassen ihre Ostthüringer Heimat, in der sie über 50 Jahre sehr sesshaft gewesen sind. Im Grunde verbirgt sich dahinter auch das Elternrätsel. Also sie haben diesen Zug in die Welt, sie haben die Vorstellung, an einen ganz bestimmten Ort zu gelangen. Und tatsächlich schaffen sie das auch. Für Karl ist es ein absolutes Rätsel. Die Karl-Geschichte spielt sich hier in Berlin ab. Wilhelm-Pieck-Straße / Torstraße. Diese ersten Tage hat Karl in der Linienstraße geschlafen. Also das ist sein erstes Ziel. Dort parkt er den Wagen und das ist, glaube ich, wo ist das jetzt? Hier drüben irgendwo? Karl parkt hier und schläft hier. Die ersten Tage ist das sozusagen seine Schlafstraße oder seine Heimatstraße, wenn man so will. Aber von hier aus unternimmt Karl seine ersten Expeditionen in die Stadt hinein, in die Straßen der guten Gedichte, wie er sie nennt. Wenn ihm kalt wird, dann lässt er das Auto an und dann fährt er das Auto warm. Und dazu möchte er immer gern auf Pflasterstraßen fahren, weil er das Geräusch so mag vom Pflaster. Dann fährt er eben die Prenzlauer Allee hoch und runter. Das heißt, damals war das eine Pflasterstraße. Karl ist also einige Tage in Berlin und es ist kalt, er wird krank, er bekommt Fieber und dann trifft er auf das sogenannte kluge Rudel, also diese Truppe von Leuten, mit denen er dann den Rest des Romanes zusammen ist, mehr oder weniger. Die nehmen ihn auf, pflegen ihn gesund in der Oranienburger Straße. Das ist hier genau gegenüber vom Monbijou-Park und dort ist, man kann sagen, das Hauptquartier des Rudels, der Keller, die Assel. Die Assel ist sozusagen der Unterstand dieses klugen Rudels. Das ist, der Hirte, der Anführer des Rudels nennt es auch, am liebsten nennt er es das U-Boot. Er hat auch die Vorstellung von diesem Untergrund. Das war ja eine Kneipe, die quasi unter der Erde lag. Das heißt, man ging hier, gibt es jetzt nicht mehr, man ging hier runter in den Keller gibt es auch nicht mehr. Ist alles gesprengt, ist alles schick jetzt. Aber man ging runter in den Keller. Früher war das ein Eierladen und ein Friseur, also in Vorkriegszeiten. Und das wird ausgebaut sozusagen zur Assel, zu dieser Untergrundkneipe, die dann in der Nachwendegeschichte des klugen Rudels und auch Karls Nachwendegeschichte eine ganz, ganz besondere Rolle spielt. Und dann erfährt er auch, was es mit diesem Rudel auf sich hat. Also dass sie eben ihr Geld damit verdienen, dass sie eben über Baustellen Westberlins ziehen und das Werkzeug rauben und verkaufen, zum einen. Zum anderen recyceln sie im Grunde den Osten, also sie verkaufen die Mauerbruchstücke. Also sie haben Werkzeug und sie besetzen Häuser. Und so kommt eben Karl auch zu einer eigenen Wohnung. Er wird quasi versorgt, in dieser Solidargemeinschaft versorgt, mit einer eigenen Wohnung. Und die befindet sich in der Riekestraße 27. Das ist dann ein kleiner Sprung raufwärts in den Prenzlauer Berg. Das ist ein Haus, ein Hinterhaus ohne Vorderhaus. Das heißt, es gibt so ein Wäldchen, das in die Lücke des Vorderhauses hineingewachsen ist, das sogenannte Bombenwäldchen. Das Ganze hat irgendwie etwas sehr Verwunschenes, ne? Die schleichen dann durch dieses Wäldchen in dieses Haus Nummer 27. Und Ragnar, die Karl begleitet, eine Frau aus diesem Rudel, sie ist eigentlich die Werkzeugfrau, wahrscheinlich die jüngste Frau, aber handwerklich beschlagen, hilft Karl dort eine Wohnung zu besetzen. Und ja, und für Karl ist es genau der richtige Ort. Er merkt sehr schnell, dieses Haus hat eine Magie. Das ist der richtige Ort für ihn. Es ist der Ort, an dem er es wahrscheinlich oder hoffentlich schafft, hinüber zu gleiten, die Passage zu finden in ein poetisches Dasein. Ohne seine Antwort abzuwarten, hatte Ragnar die Schlösser ihrer Hebammentasche aufschnappen lassen und sich der benachbarten Wohnung zugewandt. Vorsichtig, als begänne sie ein anspruchsvolles Ritual, legte sie eine Hand auf die Tür, genau zwischen die beiden gläsernen Augen, und lauschte. Regelmäßig atmende Stille, das hieß, die Wohnung war gesund. In einem nächsten Schritt erklärte sie Karl, was vor dem Öffnen einer Wohnung, sie nannte es Öffnen, zu beachten war.
Übergangslos nahm Ragnar dieses und jenes Werkzeug aus ihrer Tasche, trat damit an die Tür heran und simulierte seine Funktion. Es war der letzte und kürzeste Teil ihrer Lektion. Am Ende trat sie einen Schritt zurück und überreichte Karl ein Nageleisen. Ein guter Hebel und wie du ihn ansetzt, ich meine mit Gefühl, das ist das ganze Geheimnis. Die Rike 27, im Roman ist es so, dass die Wohnungen in diesem Haus zu den Vakanzen des klugen Rudels gehören. Es gibt die Pappel noch, das freut mich sehr, dass es die noch gibt. Und ein paar der Bäume, die es damals auch schon gegeben hat, weil hier eben noch kein Vorderhaus gebaut ist, aus welchen Gründen auch immer. Und was besonders schön ist, wo wir jetzt stehen, hier kann man nämlich das Flurgestein der alten Tordurchfahrt durch das Vorderhaus, das hier eben in Schutt und Asche gelegt wurde, sehen. Es ist unfassbar. Wir können hier unten den Keller des alten Vorderhauses sehen. Und das spielt ja für den Roman eine ganz wichtige Rolle, diese Imagination, dass die Toten noch dort sitzen, also dass die Toten dort unten noch sitzen, die es getroffen hat, als die Bombe in der 27 eingeschlagen hat. Und im Epilog wird das dann ja auch erzählt, diese Imagination. Der Frubel, der neue Hausbesitzer, stürzt in diesen Erdspalt und sieht die Toten dort sitzen. Dann beginnt diese Gegend also für Karl interessant zu werden und er macht seine Spaziergänge. Er muss immer beim Schreiben immer gehen und sprechen, gehen und sprechen. Das heißt, es ist eigentlich kein richtiges Sprechen, das ist eher so eine Art Schädelraunzen. Also er holt die Töne aus sich heraus, es sind noch nicht mal richtig Worte. Und dort zieht er seine Runden rund um diese Wasserturminsel. Der Wasserturm ist hier. Irgendwann war es gut, vom Feuer aufzustehen. Ich trat durchs Wäldchen hinaus auf die Straße und ging die Rike hinunter bis zum Wasserturm, als müsste der neueste Stand der Dinge auch dort noch gemeldet und besprochen werden. Hier war mein Ort, mein Ankerplatz, Leuchtturm und Hafen meiner Selbstgespräche. Ich drehte ein paar Runden um den Turm und seine Insel, die jetzt so einsam waren wie ich. Selbstgespräche führte ich schon immer, endlos und mehr oder weniger laut, und manchmal war es überraschend, was dabei zur Sprache kam, was ich herausstahl aus dem Inneren meines diffusen Denkens, dort unter den Bäumen, im Schatten des Wächters. Er nennt den Wasserturm seinen Wächter. Das ist, er fühlt sich diesem Turm auf eine besondere Weise verbunden. Und das ist dann auch seine Strecke, die er geht. Er geht hier um diesen Wasserturm herum, um diese kleine Insel und lauscht auf das Geräusch seiner Schritte und versucht ganz bei sich zu sein und aus dieser Abwesenheit heraus im Grunde zum Vers zu kommen, also etwas zu erlauschen, ein Wort, mit dem sein Schreiben beginnen könnte. Zugleich ist es auch der Ort seiner Selbstgespräche, eine Art, der Ort seiner Selbstverständigung. Also wer bin ich in dieser Welt und was soll das alles werden in diesem Berlin? Und deshalb ist ihm diese Ecke ans Herz gewachsen, der Wasserturm. Dahinter dann noch dieser komische Fernsehturm. Wenn man die Riekestraße herunterschaut, hat man manchmal plötzlich beide Türme. Diese beiden ungleichen Türme gehören dann auch im Bild für Karl irgendwie zusammen. Und er hat die Vorstellung, dass über diese Linie Wasserturm, Fernsehturm, die Riekestraße im Grunde bis in den Himmel reicht und die Bewohner der Riekestraße mit der Ewigkeit verbindet. Was will man mehr?